Hallo und herzlich willkommen bei Exotenzucht Haag at Home und on Tour. Wieder mal on Tour mit unserer zweiten Folge über unsere Erlebnisse in Sri Lanka. In dieser Folge geht es ausschließlich um die Vogelspinnenarten, die wir auf unserer Reise entdecken konnten. Auf unserer Targetlist standen 4 Arten. Wir haben im Süden in der Dry Zone gestartet mit Poecilotheria fasciata, sind dann ins zentrale Hochland gegangen, um Poecilotheria speckbara bzw. Specklowland zu suchen. Dann ein kleines Stück weiter nach oben, um Poecilotheria subfusca zu suchen. Und dann haben wir zum Schluss hier die Tieflandregenwälder im Süden besucht, um Poecilotheria ornata zu suchen. Wir hatten fast mit allen Arten Erfolg, aber dazu nachher ein bisschen mehr. Jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit Poecilotheria fasciata, Specklowland, subfusca und ein bisschen ornata. Hier sind wir jetzt an unserer ersten Station unserer Poecilotheria-Expedition in Sri Lanka im Verbreitungsgebiet von Poecilotheria fasciata. Wir sind hier in der Nähe des Vilpatu-Nationalparks und wir konnten hier in einem kleinen Waldstück in der Nähe von dem Dorf, in dem wir gerade wohnen, Poecilotheria fasciata nachweisen. Das ist ein Waldstück von ca. ich würde sagen 200 auf 100 Metern mit verschiedenem Baumbewuchs. Und Poecilotheria fasciata konnten wir allerdings nur in den 3 größten Bäumen hier in dem Bereich nachweisen. Und die seht ihr dann nachher hier direkt hinter uns. Wir werden euch jetzt verschiedene Aufnahmen zeigen von den Tieren, sowohl am Tag als auch in der Nacht. Und ich sage erstmal viel Spaß dabei. Ja, der erste Nachweis von Poecilotheria fasciata, den ich hier gefunden habe, war dann tatsächlich hier ein Spiderling. Ein kleines Gespinst von einem Spiderling in diesem Baum. Und so bin ich auf die Vermutung gekommen, dass es wohl auch größere Tiere in dem Baum geben muss. Und ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück und zeige euch als erstes mal hier, wo ihr meinen Laserpointer seht, ist die Spalte, in der sich das Weibchen befindet. Das größte Weibchen, was wir hier nachweisen konnten, sitzt wie gesagt hier oben in dieser Spalte auf einer Höhe von ca. 3 Metern. Ich werde jetzt versuchen, da hoch zu klettern, um in der Röhre Temperaturmessungen vorzunehmen und hoffentlich euch das Tier auch nochmal zeigen zu können. Hier mal am Stamm in der Sonne gemessen. Aktuell haben wir 8:30 Uhr morgens, in der Sonne bereits 29,6 Grad. Wenn ich mal auf die andere Seite von dem Baum gehe, im Schattenbereich eine Messung an dem Stamm, ähnliche Temperatur, knappe 29 Grad. Also das heißt, wir haben hier bereits morgens eine Temperatur von runden 29 Grad. Im Tagesverlauf geht die Temperatur dann hier in dem Bereich hoch. Ich habe gestern gemessen um 15 Uhr nachmittags auf 35 Grad. Und in der Nacht geht es nur unwesentlich runter, so auf ca. 26, 27 Grad. Ich werde jetzt einmal da hochklettern und werde mal versuchen, in der Röhre des Tieres entsprechende Messung vorzunehmen und euch das Tier dann auch zu zeigen. Also das Tier sitzt hier gerade wunderbar in der Röhre. Ich glaube, ich kann euch das auch gleich schön zeigen. Und wenn ich jetzt hier in der Baumspalte eine Messung mache, das könnt ihr jetzt von da unten wahrscheinlich nicht sehen. Ich habe jetzt hier 27 Grad gemessen gerade. Das heißt, wir haben einen Temperaturunterschied Außenseite Baum, egal ob im Schatten oder in der Sonne, zu innen von runden 2 Grad. Also innerhalb der Röhre hat es ungefähr 27 Grad. Also hier jetzt nochmal die Spalte in der Nahaufnahme, wo das Tier drin sitzt. Und wenn ich jetzt mal weiter rangehe, dann könnt ihr hoffentlich einigermaßen das Innere erkennen. Ich würde sagen, das ist ein Volumen da innen drin von 30 cm in der Höhe an der breitesten Stelle. Sagen wir 10 cm in der Breite maximal. Und ca. 20 cm in der Tiefe da unten seht ihr das Weibchen sitzen. So.
Und interessant ist, dass hier im unteren Bereich von der Wohnröhre oder von der Höhle des Weibchens eine erhebliche Wasseransammlung ist. Das heißt, es hat heute Nacht geregnet und hier unten im unteren Bereich von der Röhre hat sich jetzt hier deutlich Wasser abgesetzt. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit hier in diesem Mikrohabitat von der Vogelspinne, die wird, denke ich mal, relativ hoch sein, weil sich eben, wie gesagt, unten richtig gutes Wasser ansammelt. Das Weibchen hat vor nicht allzu langer Zeit offensichtlich einen Kokon gehabt, den habe ich nämlich gestern hier in der Nähe vom Röhrenausgang gefunden. Das heißt, das Weibchen hat also tatsächlich auch innerhalb von dieser Spalte ihren Kokon gehabt, ist also seit längerer Zeit ihre Wohnröhre. Und hier im oberen Bereich könnt ihr auch noch Rückstände von einem Gespinst erkennen. Ich nehme an, dass das Tier während der Kokonzeit dann hier entsprechend die Spalte nach außen hin verschlossen hat. Und jetzt werde ich mal versuchen, das Tier rauszubekommen, damit wir uns sie auch noch aus der Nähe angucken können. Ich versuche mal mein Glück. Jawohl, hier kommt sie. Jetzt ist es uns gelungen, das Weibchen hier aus der Röhre zu holen. Und jetzt seht ihr hier wunderschön Poecilotheria fasciata, adultes Weibchen. In dem Fall relativ kurz nach dem Kokonbau bzw. nach dem Bewachen des Kokons. Die Jungtiere sind schon geschlüpft. Ich habe ein, zwei Jungtiere hier in der Nähe von dem Bau nachweisen können. Das Weibchen hat sich seit dem Kokonbau offensichtlich auch nicht gehäutet, deswegen die Färbung auch nicht ganz so schön, aber trotzdem natürlich ein wunderschönes Tier. Ernährungszustand würde ich sagen einigermaßen gut, hat also offensichtlich schon einige Male gefressen jetzt nach dem Kokonbau. Super Erfolg, erster Nachweis erbracht hier unsere Target Species Poecilotheria fasciata im Verbreitungsgebiet um den Villepatu Nationalpark. So, nachdem uns dieses wunderbare Tier jetzt eine echt schöne Zeit und tolle Fotos und Filmaufnahmen beschert hat, setzen wir sie jetzt natürlich wieder zurück in ihre Röhre, da wo sie hingehört. Vielleicht schaffe ich es auch noch ein paar Aufnahmen zu bekommen, wenn sie nach oben läuft. Ein kleines Stück weiter hier im nächsten Baum auf einer Höhe von gut 2 Metern, wieder in so einer charakteristischen Spalte hier, haben wir das nächste Tier gefunden. Interessant ist, dass man bei Poecilotheria in der Art von Bäumen hier keinerlei Anzeichen auf Vogelspinnen von außen sieht. Das heißt, wir haben keinerlei Gespinst um die Wohnhöhlen rum. Aber wenn wir jetzt mit der Lampe mal in die Röhre reinleuchten, dann sehen wir im oberen Bereich hoffentlich noch, jawohl, so ganz leicht, wo das Tier sitzt. Da oben sehen wir die Beine. Mal zum Vergleich, nicht mal die Breite von meiner Hand, also das heißt die Spalten, in denen die Tiere sitzen, sind von außen wirklich kaum zugänglich, gerade mal eine Fingerbreite breit. Innen wird das Ganze dann etwas größer, aber wichtig ist offensichtlich, dass die Tiere sehr, sehr stark die Enge bevorzugen.
jetzt im Villepariu-Nationalpark, um auch wieder nach Poecilotheria fasciata zu suchen. Das Problem ist, ich darf das Auto nicht verlassen. Wie ihr seht, schwebe ich hier halb in der Luft. Aber mein Guide ist so nett gewesen, um hier einmal direkt an den Baum hinzufahren, wo wir eine interessante Wohnröhre gesehen haben. Und tatsächlich, da drin sitzt ein Weibchen von Poecilotheria fasciata. Ich hoffe, man kann das sehen. Ansonsten haben wir auch gleich noch ein paar Aufnahmen, wo ihr es besser sehen könnt. Jawohl, da drin sitzt das Tier. Allerdings habe ich nicht wirklich eine Chance, die Gute da rauszubekommen, aber ich habe ein paar gute Fotos schon machen können. Interessant ist, der Baum ist nicht sonderlich groß, jetzt mal 3 Meter hoch, hat hier aber schöne Öffnungen, wo also sehr geeignet erscheinen, um Vogelspinnen zu beherbergen, eigentlich an jedem Ast. Und wie gesagt, hier in der großen Röhre sitzt das Weibchen und hier links nebendran finden sich dann auch kleinere Röhren mit Gespinst, in denen offensichtlich verschiedene Jungtiere drin sitzen. So, wir sind weiterhin in Villepariu unterwegs. Jetzt haben wir hier gerade einen wunderbaren großen Baum, sehr dankbar gefunden, der gerade die Straße kreuzt, hier mit schönen Löchern drin. Und tatsächlich haben wir hier wieder 2 Poecilotheria fasciata entdecken können. Ich zeige euch mal, die erste sitzt hier oben. Schön sichtbar in einer Baumspalte. Müsste ein subadultes Tier sein, der Färbung nach könnte es ein Männchen sein, subadultes Männchen eventuell. Ich blende auch gleich noch Fotos dazu ein. Und das zweite Tier, was wir gesehen haben, sitzt auf jeden Fall ungefähr Luftlinie knappe 3 Meter weiter hier am Baumstamm. Da sieht man deutlich den zugesponnenen Eingang und vorm Eingang liegt offensichtlich eine Haut. Aber wie gesagt, mein Problem ist, ich darf das Auto hier nicht verlassen und das mache ich natürlich auch nicht, sonst würde mein Guide im schlimmsten Fall größere Probleme bekommen und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen mache ich das alles hier im Halbflugmodus, aber das geht auch so. Nochmal kurz eine Nahaufnahme von dem Tier. Jawohl. Ich würde sagen, Poecilotheria fasciata Mission für heute erstmal erfolgreich abgeschlossen. Wir hatten hier 2 tolle Tage in dem Verbreitungsgebiet, haben die Tiere an verschiedenen Plätzen nachweisen können, haben hoffentlich gutes Material für euch zusammengetragen und für uns geht es jetzt direkt weiter zu unserer nächsten Station, wo wir hoffentlich Poecilotheria speck lowland bzw. Poecilotheria speck bara nachweisen werden können. Wir gehen jetzt direkt mit unseren Guides ins Auto, fahren zur nächsten Station und wir sehen uns gleich wieder.